So, wir sind wieder in der Ortschaft, wo wir vorhin tanken waren und fahren jetzt weiter unsere Route. Jetzt geht's, glaube ich, wieder den Berg hoch und dann, also sowieso geht's den Berg immer wieder hoch und dann geht's, meine ich, Richtung Spanien irgendwann rüber und eigentlich ist unser Ziel heute, mal sehen, ob wir es schaffen, ist schon wieder relativ spät, nach Spanien rüber zu fahren, so ein bisschen, naja, südlich von Andorra, dann zu nächtigen. Und morgen geht es dann nämlich direkt früh nach Andorra hoch, ins Dach der Pyrenäen. Und da gibt es ja dann die höchsten befahrbaren Pässe. Da bin ich auch mal gespannt, wie es da aussieht. Aber heute Nacht ist eigentlich Spanien auf dem Plan. Teil 3 unserer Pyrenäenreise endete am Col de Tende, einer Stichstraße, welche ihren höchsten Punkt auf 2210 Meter hat und uns bei bestem Wetter einen herrlichen Ausblick auf die umliegenden 3000er bescherte. Das Schaf liegt immer noch auf der gleichen Stelle. Hat sich keinen Millimeter bewegt. Völlig unbeeindruckt von den Autos, die hier hochfahren. Im Übrigen war hier nicht ein einziges anderes Motorrad oben. Das ist schon merkwürdig. Nach einer kleinen Pause fuhren wir die vielen wunderbaren Kurven wieder hinab, vorbei an der Frau im Schnee, welche auf einem felsigen Gipfel in 1519 Metern Höhe seit 1927 über das Leben der Bergbewohner von Gervagny wacht, und wieder zurück nach Luy-Saint-Sauveur, von wo aus uns unsere Route in Richtung Westen weiterführt. So, wir sind auf dem Weg hoch zum Col de Tourmalet, meine ich, so spricht man das aus. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen französisch korrekt. Und bin gespannt. Das ist auch ein Pass, den ich glaube, ist eher so einer der bekannteren Pässe. Den habe ich auf jeden Fall schon mehrfach gelesen, gehört und natürlich auch in der Route drin. Bin gespannt, wie der ist und ob man da oben wieder was sieht, weil hier ist gerade wieder ziemlich wolkenverhangen. Wir sind jetzt auf 1000 Meter und der Pass ist, glaube ich, über 2000 Meter. Also wir haben jetzt gute 1000 Höhenmeter, die wir hochfahren. Das wird bestimmt richtig gut. 2115 Meter hoch ist der Pass. Was dann somit unser höchster Pass wäre bis dahin. So weit oben waren wir jetzt hier in den Pyrenäen nämlich noch nicht. Der Col de Tourmalet ist mit seinen 2115 Metern der höchste asphaltierte Straßenpass der französischen Pyrenäen. Der Pass ist einer der oft befahrenen Klassiker der Tour de France und verbindet das westlich gelegene Luy-Saint-Sauveur im Tal des Flusses Gave de Pau mit dem Dorf Sainte-Marie-de-Campeaux im Valais de Campeaux im Osten. Ähnlich wie auch auf dem vorherigen Pässen ist auch der Col de Tourmalet von Weiden umgeben, auf denen Pferde, Kühe, Ziegen und sogar Lamas frei herumwandern. Sie sind nicht eingezäunt und können die Straße jederzeit frei betreten. Und hier sehen wieder die ersten Kühe auf der Straße. Das ist hier überall in den Pyrenäen so.
but I'm glad I rearranged from falling apart. Because you built me a mosaic, a perfect puzzle to capture my heart. So I promise I'll be there for you. Und ihr könnt jetzt daheim am Fernseher oder an eurem Handy mal auf jeden Fall ganz fest die Daumen drücken, dass das hier noch aufzieht. Ja, dass das schön aufzieht und wir hier was zu sehen bekommen oben. Hier geht's ja gerade, aber es wäre echt schade. Und es ist gut windig hier. Every day, that my heart will be in your hands. So I promise I'll be there for you. I'll pick you up when you fall. You know I'll be here when you need me to, so you won't have to stand alone. So you won't have to stand alone. And so we start building up from the bottom. We'll keep our heads to the stars, building brightly as we go, changing all the world we know, keeping love in our hearts, our hearts. And so I promise I'll be there for you. I'll pick you. Das geht ziemlich steil hier hoch und die Straße ist auch nicht so 100% gut, aber trotzdem macht es mega Bock hier. Richtig geile Straßenführung. An dem Hang lang, leider, ja, diese Aussicht ist wieder ein bisschen dürftig. Aber der Pass gefällt mir richtig gut. Won't have to stand alone. So you won't have to stand Während die Straße im unteren Teil der Westrampe noch relativ breit und in vielen Bereichen zusätzlich mit einem Seitenstreifen für Radfahrer ausgestattet war, wird sie hier oben immer enger und rauer. Allerdings glänzt sie mit vielen schnellen Wechselkurven und auch der Anstieg wird deutlich steiler. Da der Nebel sich leider auch hier oben nicht lichtet, kann man sich vielleicht insofern trösten, dass man so wenigstens die Augen auf der Straße behält und nicht von der Aussicht auf die umliegenden Gipfel abgelenkt wird. Ja, ich glaube, wir sind schon oben, 2115 Meter. Und wir sehen leider überhaupt gar nichts. Schade. Naja, was soll's. Fahren wir auch direkt weiter und halten uns gar nicht lange auf hier. Also ich glaube, ich muss hier nochmal her in die Pyrenäen. Hier gibt es noch einiges zu entdecken, im wahrsten Sinne des Wortes. Hier geht auch natürlich die Tour de France entlang. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber sie geht auf jeden Fall ab und zu mal hier lang. Oh, hier
hier sieht man echt überhaupt gar nichts. Wieder ein paar Schafe. Hier ist richtig, richtig dicke Suppe hier. Muss man echt aufs Navi gucken, wo die Kurven kommen. Dann schalten wir erstmal ab und wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder etwas zu sehen gibt. So, wir sind schon ein ganzes Stück wieder runtergefahren. 1350 Meter sind wir jetzt. Und erst jetzt lichtet sich so langsam der Nebel. Echt wieder sehr, sehr schade, dass wir oben nichts gesehen haben. Ich glaube, das sah richtig gut aus. Schreibt es mir doch gerne auch mal in die Kommentare, wenn ihr hier oben schon mal wart, auf dem Pass, was ich denn alles verpasst habe und ob ich hier noch mal herfahren sollte. Da die Wettersituation uns ein wenig die Zentralpyrenäen vermiest, ist es dringend gegeben, eine kleine Pause einzulegen, Regenradar zu checken und eventuell auch die Route ein klein wenig der Situation anzupassen, bevor wir uns zu unserem nächsten Pass, dem Col das Pas, begeben. Heute ist leider echt neblig, ihr habt es ja gesehen. Und deswegen haben wir gerade nochmal hier einen kleinen Stop eingelegt und wir werden noch eine Kleinigkeit essen. Eine kleine Käseplatte. Thomas hat ein bisschen Wurst hier. Und was auch immer dabei ist, Orangina. So, wir haben was gefuttert. War auch ganz lecker. Und jetzt fahren wir weiter. Wir haben uns ein bisschen eingepackt. Es ist leider immer noch wettermäßig ein bisschen nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und es soll auch eigentlich so bleiben. Wir fahren jetzt relativ direkt nach Spanien rüber. Und also es geht jetzt hier einen Berg hoch. Natürlich schön Schlängelingeling. Den Berg hoch und wieder runter. Aber es geht von der Streckenführung, von der Linie her relativ direkt nach Spanien rüber. Und ich habe noch so ein ganz kleines bisschen Hoffnung, dass es auf der Seite vielleicht ein bisschen besser ist. Wir hätten uns das wirklich verdient. Auch der Col das Pas versteckte sich in dickem Nebel und gewährte uns keinerlei Aussicht auf die umliegenden Berge, wobei die Strecken hier wirklich eine Wucht sind. Die Abfahrt ging über eine schmale, verwinkelte, aber bestens asphaltierte Straße, welche uns auch einige trockene Abschnitte und ab und zu auch einen Blick ins Tal gewährte. Für mich steht es sowas von fest, dass ich hier noch einmal herkommen werde. Hier ist wieder alles trocken, der Asphalt. Es ist echt wie verhext. Gerade eben war es noch pitschnass und es hat angefangen zu regnen. Thomas hat sich noch schnell die Regenklamotten komplett angezogen, noch die Hose mit dazu. Jetzt ist wieder alles trocken hier. Es ist irgendwie echt nur so an manchen Hängen, wo die Wolken sich extrem stauen, da regnet es dann ab. Hier ist alles trocken. Und es sieht echt schön aus hier runter. Es sieht richtig schön aus. Weiter ging es in Richtung Col de Persourt, über welchen wir uns immer weiter der spanischen Grenze und hoffentlich auch der spanischen Sonne nähern. Auch ein echt schöner Pass hier. Und im Moment sieht man auch noch was.
a monster. See the truth, no you don't have to lie to me. Don't fill your head with things and think you're free. Ja, das war auch schon die Passhöhe. Echt ein cooler Pass gewesen. Richtig schön schnell zu fahren und es geht direkt wieder hier runter und hier ist auch alles schön klar, sehr schön. Die Straße sieht auch sehr gut aus. Waiting for you. You won't like what you see. Yeah, I feel like a monster, and I'm just here to haunt you. I'll become your nightmare, slipping in your dreams. I'm the definition of the worst kind of mean. Yeah, I feel like a monster, and I'm just here to haunt you. I'll become your nightmare, slipping in your dreams. I'm the definition of the worst kind of mean. Yeah, I feel like a for you, I'm not hater on you. No, I'm just telling you the facts. Oh, these chains can keep me down. Yeah. I can be rude, be in the mood, I can be rotten. I can be cool, man, like the fool, but never forgotten. Creeping in the dark, waiting for you. Yeah, I feel like a monster, and I'm just here to haunt you. Dreams. I'm the definition of the worst kind of mean. Yeah, I feel like a monster, and I'm just here to haunt you. I'll become your nightmare, slipping in your dreams. I'm the definition of the. Ja, diese wunderbare Passstraße wird uns geradewegs nach Spanien führen. Da oben irgendwo müsste dann die Grenze sein. Leider wird es hier schon wieder so ein ganz kleines bisschen feucht auf der Straße. Aber ansonsten ist es auch wieder ein herrlicher Pass. Mit Spitzkehren, die es in sich haben, aber auch zwischendurch wieder schnelleren Passagen. Gutem Asphalt und relativ wenig Verkehr. Was für ein herrliches Geschlängel hier. Und wir sind in Spanien. Und hoffentlich hier hinten ist es ein bisschen heller. Vielleicht haben wir wirklich Glück. Und auf der spanischen Seite das Wetter ein bisschen besser ist. Schaut euch die spanische Sonne an hier, die uns ins Genick ballert. Es wird richtig warm schon. Und selbst, naja, hier oben so mal gucken. Mal gucken. Sieht zumindest ganz gut aus. Ich habe es leider nicht auf Video, aber es war gerade in einem Kreisverkehr eine Polizeikontrolle, keine Ahnung was das war, mit fetten Maschinenpistolen.
Und eigentlich haben die uns durchgewunken. Thomas hat natürlich angehalten, wurde einmal von dem Polizisten angeschrien, warum er denn anhält und soll bitte weiterfahren. Und die hätten uns fast erschossen. Muss man festhalten. Faktisch war es eine ganz knappe Situation. Und eigentlich wäre das Thumbnail für dieses Video geworden. Aber ich habe leider kein Foto gemacht. Was für eine geile Straße schon wieder hier. Sieht alles irgendwie auch ziemlich frisch gemacht aus. Und feuerfrei. Kaum waren wir auf der spanischen Seite, stiegen die Temperaturen spürbar, die Straßen waren endlich wieder trocken und uns lachte die katalanische Sonne ins Gesicht. Endlich! Es war einfach nur ein Genuss, die Würses mal wieder so richtig ausquetschen zu können und diese herrliche Passstraße hinauf zum Port de la Bonaigua zu erklimmen. Der 2072 Meter hohe Port de la Bonaigua ist der dritthöchste Straßenpass der Pyrenäen und einer von nur 4, die die 2000er Marke knacken. Aufgrund seiner Lage stellt der Sattel ein Einfallstor für die atlantischen Tiefdruckgebiete zur Südseite der Pyrenäen dar, was dazu führt, dass auf der Passhöhe häufig schlechtes Wetter herrscht. Wir hatten diesmal aber Glück, denn uns zeigte sich der Port de la Bonaigua von seiner absolut malerischen Seite. Und auch hier in Spanien gibt es die Pferde wieder. Ich frage mich, ob die im Winter dann hier, wenn hier Ski gefahren wird, ob die dann da auch rumstehen und die Skifahrer erschrecken. Hoppala. Ja, ich glaube, wir sind oben. Sehr, sehr schön.
geht's. Oh, das sieht so verdammt gut aus hier mit diesen Wolken, wie die in das Tal ziehen, aber uns trotzdem noch ein wenig Sonne bescheren. Mega schön, und die Sonne steht auch jetzt ein bisschen tiefer schon. Wirft wieder geile Schatten, geiles Licht. Herrlich. Ich sag's ja schon immer, die spanische Sonne ist eigentlich meine Lieblingssonne. Ich habe sie nur noch nie vom Festland aus bewundern können. Wir haben jetzt noch 150 Kilometer. Mal gucken. Wir sind uns immer noch nicht ganz schlüssig. Eigentlich hätten wir auch schon längst mal nach einer Unterkunft gucken müssen. Haben wir ja gerade wieder vergessen. Und hui. Was für herrliche Kurven. Und es geht noch die ganze Zeit so weiter. Wenn ihr auf dem Navi guckt, das schlängelt sich jetzt wunderbar hier dieses Tal hinab. Und um ehrlich zu sein, wir haben nicht mehr so richtig damit gerechnet, dass es hier nochmal so sonnig wird, so trocken wird und ja, uns so wunderbare Aussichten hier beschert. Wir haben ja fest damit gerechnet eigentlich, dass wir heute den ganzen Tag noch in Wolken fahren. Dass schon die Stimmung so ein kleines bisschen runtergezogen hat, um ehrlich zu sein. Wenn man einmal so einen weiten Weg hier auf sich nimmt und bis hier runterfährt und dann den ganzen Fahrtag in den Pyrenäen nur in Nebel fährt, trotz wunderschöner Straßen, ist es natürlich schon so ein bisschen schade, aber umso schöner, dass wir jetzt nochmal hier so Anblicke genießen dürfen. Circa 23 Kilometer lange Westrampe des Port de la Bonaigua ist ein krönender Abschluss des Tages und stimmt uns schon ein wenig auf das ein, was uns am kommenden Tag erwartet. Die Straße führt uns hinab nach Valencia Zanao und mit jedem Höhenmeter, welchen wir ins Tal hinabfahren, steigt die Temperatur immer weiter an. Wir haben jetzt hier einfach 26 Grad. Das ist einfach so ein krasser Kontrast. Thomas ist hier hinten noch in seiner Regenkombi eingepackt, wie so ein Bratschlauch. Er bittet die ganze Zeit darum, dass ich mal anhalte, dass er sich etwas entkleiden kann. Das ist wirklich, wirklich verrückt hier. Fährst über den Berg und mit einmal eine andere Welt. Und ihr seht, die Versus hier ist echt mal leer geworden. Hier ist aber schon die Tankstelle. Da machen wir das Ganze jetzt wieder voll. Und dann geht's weiter. So, wir haben jetzt noch 30 Kilometer, haben eben gerade unsere Unterkunft, unser Hotel für diese Nacht gebucht. Also noch, keine Ahnung, 20 Minuten sind wir rechtzeitig da. Und in Spanien scheinen die Sachen auch, die ganzen Kneipen deutlich länger aufzuhaben.
wo in Frankreich eigentlich überall teilweise stand hier, dass sie um 20 Uhr schließen. Ja, machen sie um 20 Uhr auf. Also ich glaube, das wird heute ein sehr, sehr gemütlicher und feucht-fröhlicher Abend werden. Ich freue mich eigentlich auf eine richtig leckere Pizza heute. Einfach mal eine ganz einfache Pizza. Und wenn es dazu noch irgendeinen Cocktail geben würde, das wäre ein Traum. So, wir sind in Sordes angekommen. Das ist unser Ort der Wahl gewesen. Hier ist irgendwo unser Hotel. Wir müssen es jetzt nur noch finden. Und ich hoffe, ganz viele coole Kneipen, Bars und einfach, wo man schön gemütlich noch draußen sitzen kann. Ah nein, hier ist es. Das ist es doch, oder? Wir sind angekommen. Während wir jetzt in Spanien sind und auf unsere leckere Pizza warten, sind wir ein bisschen überlegen, wie wir morgen weiterverfahren. Es wird heute Nacht wieder gewittern und nass werden und es kann natürlich dann passieren, dass das morgen wieder jede Menge Nebel auf den Bergen gibt und wir eigentlich in Andorra, wo wir eigentlich ja hinwollen morgen, dann gar nichts sehen, so wie heute teilweise. Was dann natürlich nicht so wirklich sinnvoll wäre. Und sind wir gerade am Überlegen, ob wir vielleicht doch einfach auf der spanischen Seite bleiben und einfach auf der spanischen Seite die Pyrenäen noch weiter runterfahren, weil da das Wetter tendenziell wärmer und auch sonniger ist. Ich weiß es noch nicht, ihr wisst es auch nicht, aber ihr dürft gespannt sein und ihr werdet es dann im nächsten Teil erfahren. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie immer einen Daumen nach oben, abonnieren, wer es noch nicht getan hat und wir werden sehen, wo es hingeht. Im nächsten Teil, dem Andorra-Spezial in Überlänge, fahren wir ins Dach der Pyrenäen. Dort überqueren wir nicht nur den höchsten Straßenpass der Pyrenäen, sondern ich fahre auch meinen bisher engsten asphaltierten Pass überhaupt, welcher das Stilfserjoch als Kindergeburtstag stehen lässt. Ach ja, und wir bekommen endlich ganz, ganz viel Sonne zu sehen.